Hallo liebe Häkelfreunde, heute präsentiere ich euch diese wunderbare Kreisweste. Das Herzstück der Weste besteht aus einem Fünfeck. Ihr seht es an der außergewöhnlich schönen Rückenansicht und an den Armausschnitten, die ich etwas anders gemacht habe als gewohnt. Ich habe die Jacke von Größe 36, 38 bis 48, 50 durchgerechnet und wünsche euch viel Freude beim Nacharbeiten. Für diese Kreisweste nehme ich die Korsika von Gründel. So ein Knäuel hat 100 Gramm und 246 Meter Lauflänge. Und ich nehme eine Häkelnadel Nummer 5. Und ich beginne mit einer Anfangsschlinge. Und häkle 6 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und diese schließe ich mit einer Kettmasche zum Ring. Häkle 3 Luftmaschen, die zählen als ein Stäbchen, und häkle 2 weitere Stäbchen in den Ring hinein, so dass wir ein Grüppchen haben von 3 Stäbchen. Jetzt häkle ich 2 Luftmaschen und wieder 3 Stäbchen in den Ring. 1, 2, 3. Jetzt haben wir 2 Dreiergruppen. Wieder 2 Luftmaschen, noch einmal 3 Stäbchen in den Ring. Noch einmal 2 Luftmaschen, 3 Stäbchen in den Ring. Das war die 4. Dreiergruppe. 1, 2, 3, 4. Noch einmal 2 Luftmaschen. Und noch einmal 3 Stäbchen. 1, 2, 3. Somit haben wir jetzt 1, 2, 3, 4, 5 solche Dreiergruppen, und ich schließe die Runde mit einem halben Stäbchen in die 3. Luftmasche des ersten Ersatzstäbchens. Das sieht dann so aus. Und jetzt häkle ich wieder 3 Luftmaschen als Ersatz für ein Stäbchen und ein Stäbchen in die Lücke hinein. Also 2 Stäbchen in der Lücke. Dann häkle ich die 3 Stäbchen der Vorrunde ab. Die 3 vorhandenen Stäbchen abhäkeln und 2 in die Lücke. Somit haben wir 2, 4, 6, 7 Stäbchen, die zusammenkommen. Dann folgt die Ecke mit 2 Luftmaschen und wieder 2 Stäbchen in die Lücke. Auf jedes Stäbchen der Vorrunde
kommt ein Stäbchen drauf und wieder 2 in die Lücke, so dass wir auch hier 7 Stäbchen haben, die zusammenkommen. 2 Luftmaschen, 2 in die Lücke, auf jedes Stäbchen der Vorrunde ein Stäbchen draufhäkeln und 2 in die Lücke. Und wir haben wieder 7 Stäbchen. 2 Luftmaschen, 2 in die Lücke, auf jedes Stäbchen der Vorrunde ein Stäbchen drauf und 2 in die Lücke. Und wir haben wieder 7 Stäbchen. 2 Luftmaschen, 2 in die Lücke, auf jedes Stäbchen der Vorrunde ein Stäbchen und auch hier noch 2 in die Lücke. Und ich schließe wieder mit einem halben Stäbchen in die dritte Luftmasche. Das Ganze sieht jetzt so aus. Man kann das Fünfeck jetzt schon gut erkennen. Auf jeder Seite sind 7 Stäbchen. 5 Seiten haben wir. Die nächste Reihe ist immer noch eine Basisreihe, die funktioniert aber ein bisschen anders. Wir dürfen hier nicht immer gleich viel zunehmen, sondern müssen abwechseln. Und in dieser Reihe häkle ich jetzt nur 3 Luftmaschen und kein weiteres Stäbchen in die Lücke. Also nur ein Stäbchen bzw. Ersatzstäbchen. Häkle dann die Stäbchen der Vorrunde ab, die 7 Stück, die wir aus der Vorrunde haben. Da kommt immer ein Stäbchen drauf. Und ein Stäbchen in dieser Runde in die Lücke. So haben wir jetzt 2, 4, 6, 9 Stäbchen. Die 2 Luftmaschen bleiben gleich und auch hier wieder ein Stäbchen in die Lücke. Wieder alle 7 der Vorrunde abhäkeln. Und 1 in die Lücke, ergibt wieder 9 Stäbchen. Die 2 Luftmaschen, ein Stäbchen in die Lücke, die 7 Stäbchen der Vorrunde abhäkeln und ein Stäbchen in die Lücke, ergibt wieder 9 Stäbchen. 2 Luftmaschen, ein Stäbchen in die Lücke, die 7 Stäbchen der Vorrunde abhäkeln
ein Stäbchen in die Lücke, sodass wir auch hier wieder 9 Stäbchen haben. 2 Luftmaschen, ein Stäbchen in die Lücke, die 7 Stäbchen der Vorrunde abhäkeln, und 1 in die Lücke noch, sodass wir auch hier wieder 2, 4, 6, 9 Stäbchen haben und ein halbes Stäbchen in die dritte Luftmasche. Das Ganze sieht jetzt so aus. Man kann das Fünfeck schon sehr gut erkennen. Und jetzt jetzt malen wir die Muster rein. Das bis hierher waren Basisreihen. Und die erste Musterreihe geht folgendermaßen. Ich beginne mit 3 Luftmaschen und in diese Reihe immer ein weiteres Stäbchen in die Lücke hinein. Also 2 Stäbchen in der Lücke. Dann häkle ich eine Luftmasche, lasse das erste Stäbchen aus, also dieses Ersatzstäbchen, und häkle auf das zweite Stäbchen, das kommt, eine Noppe. Das heißt, ich hole einen Umschlag, hole den Faden einmal durch, hole einen Umschlag, hole den Faden ein zweites Mal durch, ein Umschlag, hole den Faden ein drittes Mal durch, masche alle gemeinsam ab bis auf 2 und die masche ich gemeinsam ab. Dann folgt wieder eine Luftmasche, ein Stäbchen auslassen und wieder eine Noppe häkeln, eine Luftmasche. Auf jedes zweite Stäbchen kommt eine Noppe, dazwischen immer eine Luftmasche. Wir lassen dieses aus, wir landen immer auf dem vorletzten Stäbchen vor der Lücke. Da kommt die letzte Noppe für diese Kante hinein, am Schluss eine Luftmasche und 2 Stäbchen in die Lücke. Das sieht dann so aus. Wir haben 1, 2, 3, 4 Noppen erhalten. Die Ecke in dieser Runde 2 Luftmaschen und noch einmal 2 Stäbchen in die Lücke. Dann folgt eine Luftmasche. Das erste auslassen und aufs zweite Stäbchen eine Noppe häkeln und eine Luftmasche. 1 auslassen, eine Noppe, eine Luftmasche, 1 auslassen, eine Noppe, eine Luftmasche, 1 auslassen und auf dem vorletzten Stäbchen vor der Lücke kommt noch eine Noppe hin, eine Luftmasche, 2 Stäbchen in die Lücke. Und wir haben auch hier 1, 2, 3, 4 Noppen. Dann wieder 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen in die Lücke, eine Luftmasche, das erste Stäbchen auslassen, eine Noppe häkeln, eine Luftmasche,
auf jedes zweite Stäbchen eine Noppe, eine Luftmasche, eine Luftmasche und wieder auf das vorletzte Stäbchen kommt die letzte Noppe, eine Luftmasche, 2 Stäbchen in die Lücke, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen in die Lücke, eine Luftmasche, 1 auslassen, eine Noppe, eine Luftmasche, eine Luftmasche, am Schluss vor der Lücke wieder eine Luftmasche, das letzte Stäbchen überspringen, 2 Stäbchen in die Lücke, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen in die Lücke, eine Luftmasche, 1 auslassen und wieder mit den Noppen beginnen. Eine Luftmasche, am Ende ebenfalls noch eine Luftmasche, das letzte Stäbchen auslassen, 2 Stäbchen in die Lücke und ich schließe mit einem halben Stäbchen in die dritte Luftmasche. Und das Ganze sieht jetzt so aus. Wir haben ein 5-Eck und auf jeder Seite haben wir 4 Noppen und die Ecken. Und jetzt kommen wir zur zweiten Musterreihe. Und hier ist ganz wichtig, wir häkeln nur 3 Luftmaschen, also ein Stäbchen und kein weiteres in die Lücke, sondern häkeln dann 2 Stäbchen nebeneinander, nämlich auf die 2 Stäbchen der Vorrunde kommt jeweils ein Stäbchen drauf. Dann kommt immer 1 in die Lücke und 1 in den Kopf der Noppe. 1 in die Lücke, 1 in den Kopf der Noppe. 1 in die Lücke, 1 in den Kopf bis zur nächsten Ecke. Dann wieder jeweils 1 auf die Stäbchen der Vorrunde und 1 in die Lücke. Und es ergeben sich 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15 Stäbchen. Die Ecke ist also ein Stäbchen, das haben wir schon gemacht, 2 Luftmaschen und ein Stäbchen. Immer in der Stäbchenreihe nehmen wir nur ein Stäbchen zu, also da besteht die Ecke immer aus einem Stäbchen, 2 Luftmaschen, einem Stäbchen. Als Eselsbrücke immer bei der Stäbchenreihe. Und ich häkle wieder auf jede Noppe ein Stäbchen und in jede Lücke 1.
dann auf die 2 Stäbchen der Vorrunde und dann ein Stäbchen in die Lücke, 2 Luftmaschen, ein Stäbchen in die Lücke, jeweils eins auf die 2 Stäbchen der Vorrunde, eins in jede Lücke und eins in jede Noppe. Und auf jeder der 5 Seiten müssen sich in dieser Runde 15 Stäbchen ergeben. Zwei auf die Stäbchen der Vorrunde, eins in die Lücke, 2 Luftmaschen, eins in die Lücke. Und das machen wir jetzt auf allen Seiten genau gleich. Überall ergeben sich 15 Stäbchen und am Ende der Runde sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Die Stäbchenrunde endet immer mit einem Stäbchen noch in die Lücke und dann ein halbes Stäbchen in die dritte Luftmasche. Und ich zeige euch die beiden Musterreihen noch einmal. Die werden jetzt eine Zeit lang wiederholt. Immer dieselben 2 Reihen. Die Noppenreihe beginnt immer so mit 3 Luftmaschen und einem Stäbchen zusätzlich in die Lücke. Dann eine Luftmasche, das erste Stäbchen auslassen und auf jedes zweite Stäbchen kommt eine Noppe. Eine Luftmasche und auf jedes zweite Stäbchen eine Noppe, eine Luftmasche. Eins auslassen, eine Noppe, eine Luftmasche. Auf das vorletzte Stäbchen vor der Lücke kommt die letzte Noppe hin, ein Stäbchen bleibt stehen, das überspringen wir mit einer Luftmasche und springen in die Ecke und die besteht in dieser Reihe aus 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen und 2 Stäbchen. Die Seitenkanten beginnen immer mit einer Luftmasche, das erste Stäbchen auslassen und auf dem zweiten Stäbchen kommt die erste Noppe, eine Luftmasche, immer eins auslassen, eine Noppe häkeln, eine Luftmasche, auf jedes zweite Stäbchen kommt eine Noppe, eine Luftmasche. Die letzte Noppe kommt immer auf das vorletzte Stäbchen. Es bleibt also immer eins übrig. Dann kommt noch eine Luftmasche und die Ecke mit 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen.
Und zu eurer Orientierung, hier unten hatten wir 4 Noppen, hier oben haben wir 2, 4, 6, 7 Noppen. Es kommt in jeder Noppenreihe kommen 3 Noppen dazu. Und das machen wir jetzt die ganze Runde so. Auf jede Kante häkeln wir die 7 Noppen, dazwischen immer eine Luftmasche und am Ende, und wie gesagt, die Ecke immer mit 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen, und am Ende der Runde sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück, ich bin beinahe mit der Runde fertig. Auch hier häkle ich am Ende noch eine Luftmasche und diese Reihe endet immer mit 2 Stäbchen in die Lücke und einem halben Stäbchen in die dritte Luftmasche. Und ich zeige euch die zweite Musterreihe auch noch einmal. Die beginnt immer mit 3 Luftmaschen ohne zusätzliches Stäbchen in die Lücke. Dann folgen 2 Stäbchen nebeneinander auf die Stäbchen der Vorrunde. Dann immer 1 in die Lücke, 1 in den Kopf der Noppe, 1 in die Lücke, 1 in den Kopf der Noppe. Und zu eurer Orientierung, in dieser Reihe ergeben sich immer 6 Stäbchen mehr als in der vorletzten Reihe. Also in der vorigen Stäbchenrunde hatten wir 15 Stäbchen. Wir müssten also in dieser Reihe auf 21 Stäbchen pro Kante kommen. Wir werden das gleich nachzählen. Wir häkeln auch hier auf die beiden Stäbchen der Vorrunde jeweils ein Stäbchen drauf und ein Stäbchen in die Lücke. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21. Also immer 6 mehr als in der vorigen entsprechenden Reihe. Und bei den Noppen sind es immer 3 Noppen mehr. Und wir häkeln die Ecke mit 2 Luftmaschen und einem Stäbchen in die Lücke, je ein Stäbchen auf die Stäbchen der Vorrunde, 1 immer in die Lücke, 1 in die Noppe, 1 in die Lücke, 1 in die Noppe. Das machen wir bis zur nächsten Ecke. Wir müssen auch hier wieder auf 21 Stäbchen kommen. Ganz wichtig sind die beiden Stäbchen der Vorrunde behäkeln und die Ecke besteht aus einem Stäbchen, 2 Luftmaschen und einem Stäbchen. Und es müssen auch hier wieder 21 sein. 2, 4, 6, 18, 12, 14, 16, 18, 20, 21. Und das machen wir die ganze Runde so. Und dann sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Die Stäbchenreihe endet mit einem Stäbchen in die Lücke und einem halben Stäbchen in die dritte Luftmasche.
schaut euch bitte auch die nächste Einstellung an, da schreibe ich euch die Zahlen auf, die ihr erreichen müsst. Also jetzt werden diese beiden Musterreihen wiederholt. Legt euch das Teil so hin, dass die Häkelnadel hier rechts liegt. Das ist der obere Teil der Jacke. Hier kommen die Ärmel hin auf diese beiden Kanten. Und das ist der untere Teil der Jacke. Und ihr müsst hier an der breitesten Stelle eure halbe Oberweite erreichen. Also bei mir, ich habe ungefähr 100 cm Oberweite, ich mache also circa 50 cm. Bei Größe XSS reichen 46 cm. Für LXL braucht ihr 54 cm. Und wenn ihr das erreicht habt, sehen wir uns wieder und mit einer Stäbchenreihe enden. Bis bald! Willkommen zurück. Ich habe jetzt 15 Reihen gehäkelt und habe jetzt hier an der breitesten Stelle 51 cm, das passt, also auf 1 cm mehr oder weniger kommt es nicht an. Wichtig ist, schaut auf das Maß und nicht auf die Reihenzahl. Die könnte bei euch eventuell anders sein. Also ich habe jetzt 15 Reihen gehäkelt und habe im Moment 45 Stäbchen pro Kante. Und ihr schaut, welche Zahl ihr habt. Also auf diese Zahl hier pro Kante kommt es jetzt an. Und wir beginnen mit der Einteilung der Ärmel. Und ich beginne die Runde folgendermaßen. Ich häkle 4 Luftmaschen, 3 davon zählen als ein Stäbchen und 1 ist für den Abstand und häkle noch ein Stäbchen in die Lücke hinein. Das ist ein V. Hier in der Mitte ist eine Luftmasche. Und dann überspringen wir ein Stäbchen, also dieses Ersatzstäbchen, und häkeln auf das zweite Stäbchen, das kommt, wieder ein V. Ein V, ich zeige es euch noch einmal, ein V bedeutet, also 1 auslassen, ein Stäbchen häkeln, eine Luftmasche und in dieselbe Masche noch ein Stäbchen. Jetzt haben wir 2 V. Und ich häkle auf jedes zweite Stäbchen so ein V. Also immer 1 auslassen, ein Stäbchen, eine Luftmasche und in dieselbe Masche ein Stäbchen. Und das mache ich bis zur nächsten Ecke. Und da sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich habe jetzt lauter Vs gemacht, lande auf dem vorletzten Stäbchen vor der Lücke und in das nächste V kommt in die Lücke hinein. Ebenfalls ein Stäbchen, eine Luftmasche, ein Stäbchen in die Lücke hinein, wo vorher die Ecke war. Und jetzt, also bei mir haben sich 24 Vs ergeben, bei euch kann das auch anders sein. Ich schreibe euch die abweichenden Zahlen unten hin. Und jetzt habe ich ja 45 Stäbchen von Ecke zu Ecke. Das bedeutet, ich häkle jetzt 45 Luftmaschen.
Also genau die Zahl der Stäbchen, die ihr jetzt habt, häkelt ihr jetzt in Luftmaschen und häkelt die Luftmaschen locker genug, dass ihr nachher mit der Nadel wieder in die Maschen einstechen könnt. Und ich häkle 45 Luftmaschen und dann sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich habe 45 Luftmaschen gemacht und jetzt bin ich an der nächsten Ecke angekommen und da häkle ich wieder so ein V in die Lücke, also ein Stäbchen, eine Luftmasche, ein Stäbchen, lasse wieder ein Stäbchen aus und häkle auf jedes zweite Stäbchen wieder so ein V, auf jedes zweite Stäbchen und wir sehen uns an der nächsten Ecke wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Bis hierher, bis vor der Lücke, haben sich wieder 23 Vs ergeben. Das 24. kommt in die Lücke hinein, in die Ecke. Dann lassen wir wieder ein Stäbchen aus und häkeln wieder lauter Vs auf jedes zweite Stäbchen, bis wir zur nächsten Ecke kommen. Und da sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich bin wieder an der Ecke angekommen, also habe ein V noch auf das vorletzte Stäbchen gehäkelt und in die Ecke hinein kommt noch ein V. Und wenn wir jetzt alle Vs zählen, die wir jetzt gemacht haben, habe ich 47, weil ja die Ecke, die dürfen wir nicht doppelt zählen, sonst wären es 48, aber die Ecke zählen wir natürlich nur einmal und deshalb haben wir 47 Vs und wie gesagt, die abweichenden Zahlen schreibe ich euch unten hin. Und jetzt sind wir wieder beim zweiten Armloch angekommen und da häkeln wir wieder dieselbe Anzahl Luftmaschen, wie wir Stäbchen haben. Bei mir sind es 45 und denkt auch hier dran, macht die Luftmaschen locker genug, dass ihr nachher mit der Nadel hineinstechen könnt. Und wenn ihr eure Anzahl gemacht habt, sehen wir uns gleich wieder. Willkommen zurück. Ich habe 45 Luftmaschen gemacht und jetzt in die Ecke, das V haben wir ja am Anfang schon gemacht. Das heißt, wir sind mit der Runde fertig und schließen mit einer Kettmasche in die dritte Luftmasche zur Runde. Eine Luftmasche müsst ihr für den Abstand lassen, die dritte von unten gezählt und eine weitere Kettmasche ins V hinein. Und das Ganze sieht jetzt so aus. Hier ist die obere Kante der Jacke, hier sind die Armlöcher und hier unten ist der schöne Spitz des Fünfecks und die nächste Runde geht folgendermaßen. Die ist ganz einfach eigentlich. Wir häkeln wieder zu Beginn 4 Luftmaschen und ein Stäbchen ins V. Somit haben wir das erste V gemacht und jetzt häkeln wir in jedes V der Vorrunde wieder ein V hinein. Immer ein Stäbchen, eine Luftmasche, ein Stäbchen. In jedes V kommt wieder ein V und wir sehen uns an der Ecke wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich habe jetzt die erste Kante
behäkelt mit Vs bis ins letzte V. Ein V gemacht. Und jetzt machen wir das folgendermaßen. Wir holen einen Umschlag. Das Stäbchen lassen wir aus und die erste Luftmasche lassen wir ebenfalls aus. Und auf die zweite Luftmasche häkeln wir das nächste V. Lassen wieder eine Luftmasche aus und häkeln in jede zweite Luftmasche so ein V. Und bei mir ergeben sich 22 V über die Luftmaschenkette. Und die anderen Zahlen schreibe ich euch wieder unten hin. Und wir sehen uns am anderen Ende der Luftmaschenkette wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich habe jetzt lauter Vs gehäkelt. Das letzte V kommt in die vorletzte Luftmasche. Eine bleibt übrig. Und das nächste V kommt wieder ins V hinein. Und die Armlöcher werden euch im Moment noch zu groß erscheinen. Das ist auch so. Das regeln wir dann am Schluss, die Größe der Armlöcher. Und jetzt häkeln wir wieder lauter Vs, bis wir zum nächsten Armloch kommen. Einfach in jedes V der Vorrunde ein V häkeln. Und am anderen Armloch sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich habe lauter Vs gemacht bis zum letzten V vor dem Armloch. Und hier machen wir das ganz genau gleich wie auf der anderen Seite. Wir lassen das Stäbchen aus und wir lassen die erste Luftmasche aus. Und in die zweite Luftmasche kommt unser erstes V. Und dann wieder auf jede zweite Luftmasche ein V. Und es müssen sich gleich viele ergeben wie auf der anderen Seite. Und am Ende der Runde, da sind wir ja schon gleich, sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich bin beinahe rundherum gekommen. Auch hier am Ende, wir lassen diese eine Luftmasche aus und auch dieses Stäbchen lassen wir aus. Wir haben gleich viele Vs wie auf der anderen Seite. Bei mir sind es 22. Und wir schließen die Runde immer in die dritte Luftmasche von unten gezählt, dieses Vs, und dann kommt eine Kettmasche ins V hinein. Und jetzt für alle, die gern nachzählen wollen, ich habe jetzt 115 Vs über die ganze Runde. Die abweichenden Zahlen schreibe ich euch wieder hin. Und jetzt folgen 4 Reihen einfach mit Vs. Die gleiche Anzahl, wie ihr jetzt habt, folgt jetzt noch 4 Runden lang. Die Reihe beginnt immer mit 4 Luftmaschen und einem Stäbchen ins erste V und dann in jedes V, das schon da ist, kommt ein V hinein. Und wie man die Reihe schließt, habe ich euch gerade noch einmal gezeigt. Immer in die dritte Luftmasche schließen und eine Kettmasche ins V hinein. Und ich häkle jetzt 4 Runden mit Vs und dann sehen wir uns wieder. Bis bald. Willkommen zurück. Ich habe jetzt weitere 4 Runden mit Vs gemacht. Die Anzahl ist nach wie vor unverändert. Und wenn ihr nachschaut, hier
über dem Armloch haben wir jetzt 5 Reihen mit Vs im Moment. Und die nächste Reihe geht folgendermaßen: Ich habe schon geschlossen, wie gewohnt auch die Kettmasche ins V hineingemacht. Und jetzt ziehe ich den Faden etwas länger, hole einen Umschlag, hole den Faden einmal durch, hole einen Umschlag, hole den Faden ein zweites Mal durch und häkle, masche alle ab und beschließe die erste Noppe noch mit einer extra Masche. Dann häkle ich 3 Luftmaschen und häkle in jedes V, das kommt, eine Dreiernoppe, so wie wir es vorhin auch schon gemacht haben. Immer 3 Luftmaschen und in jedes V kommt eine Dreiernoppe, genau wie unten. Und es muss sich dieselbe Anzahl ergeben, wie ihr Vs habt. Und wenn ihr rundherum gekommen seid, sehen wir uns wieder. Bis bald. Willkommen zurück. Ich habe in jedes V eine Noppe gemacht, dazwischen immer 3 Luftmaschen. Auch am Ende, bevor wir schließen, häkle ich noch 3 Luftmaschen oder habe sie schon gehäkelt und ich schließe mit einer Kettmasche in den Kopf der ersten Noppe zur Runde, häkle eine Kettmasche in den Bogen hinein, also um die Luftmaschenkette, häkle eine Luftmasche und häkle jetzt 4 feste Maschen um diese Luftmaschenkette herum, 4 feste Maschen, springe in den nächsten Bogen und häkle auch hier 4 feste Maschen, springe in den nächsten Bogen und häkle 4 feste Maschen, und das mache ich die ganze Runde so, und dann sehen wir uns wieder. Bis bald. Willkommen zurück. Ich bin wieder rundherum gekommen, habe überall in jedem Bogen 4 feste Maschen gemacht, auch in den letzten hier, und ich schließe in die erste feste Masche, die wir gemacht haben, also in den Kopf der ersten festen Masche mit einer Kettmasche. Und jetzt häkeln wir wieder eine Reihe mit Vs, und zwar machen wir das folgendermaßen: Wir beginnen wieder mit 4 Luftmaschen und einem Stäbchen gleich in die allererste Masche und häkeln jetzt folgendermaßen weiter. Wir lassen immer 2 feste Maschen aus und in jede dritte feste Masche kommt ein V hinein. Immer 2 auslassen und in jede dritte feste Masche ein V häkeln, und dadurch erhalten wir 1/3 mehr Vs, als wir vorhin hatten. Das wird sich nicht ganz genau ausgehen, aber das zeige ich euch dann am Ende der Runde, und da sehen wir uns wieder. Bis bald. Willkommen zurück. Ich bin rundherum gekommen. Bei mir haben sich 153 Vs ergeben. Die anderen Zahlen schreibe ich euch wieder unten hin. Ich habe ja schon angekündigt, dass es sich nicht ganz ausgeht. Das ist aber irrelevant. Am Ende bleiben jetzt 3 feste Maschen bei mir übrig, und die überspringe ich jetzt und schließe in die dritte Luftmasche
zur Runde, häkle wieder eine Kettmasche ins V hinein und beginne wieder mit 9 Vs, also in jedes V der Vorrunde kommt wieder ein V und das Ganze mache ich wieder weitere 4 Runden. Also insgesamt haben wir dann wieder 5 Reihen mit Vs, immer mit derselben Anzahl. Und wenn ihr weitere 4 Runden Vs gemacht habt, sehen wir uns wieder, also insgesamt 5 Runden mit Vs ab hier. Und wir sehen uns dann wieder. Bis bald. Willkommen zurück. Ich habe wieder 5 Reihen insgesamt mit Vs gemacht, ab hier gezählt. Und jetzt kommt wieder eine Reihe mit Noppen, genau gleich wie die hier. Die erste Noppe, da ziehen wir den Faden etwas länger und machen eine Dreiernoppe und diese erste immer mit einer extra Masche beschließen, dann wieder 3 Luftmaschen und in jedes V kommt wieder eine Noppe, genau wie wir es vorhin schon gemacht haben, immer 3 Luftmaschen dazwischen. Und das machen wir wieder die ganze Runde so und dann sehen wir uns wieder. Bis bald. Willkommen zurück. Ich bin wieder rundherum gekommen mit dieser Noppenreihe. Am Ende habe ich noch 3 Luftmaschen gemacht und schließe wieder in den Kopf der ersten Noppe, häkle eine Kettmasche in den Luftmaschenbogen, häkle eine Luftmasche und wieder 4 feste Maschen pro Bogen, genau so wie hier unten, immer 4 feste Maschen in jeden Bogen. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück, ich bin wieder rundherum gekommen. Schließe wieder mit einer Kettmasche in die allererste feste Masche in den Kopf hinein und häkle jetzt wieder Vs, also das ist immer noch für alle Größen gleich, die Reihen, nur eben mit verschiedenen Maschenzahlen. Wir beginnen wieder mit 4 Luftmaschen und einem Stäbchen in die erste feste Masche und machen es genau gleich wie hier unten. Wir lassen immer 2 feste Maschen aus und in jede dritte feste Masche kommt ein V und wir erhalten wieder 1/3 mehr V als vorhin. Ich schreibe euch die entsprechenden Zahlen wieder unten hin. Und wenn ihr rundherum gekommen seid, sehen wir uns wieder. Bis bald. Willkommen zurück. Ich habe wieder lauter Vs gemacht. Bei mir haben sich 204 V ergeben. Die anderen Zahlen schreibe ich euch wieder unten hin. Bei mir bleiben jetzt genau 2 feste Maschen übrig, das passt also ganz genau. Wenn 3 übrig bleiben, ist das auch okay und auch wenn nur eine übrig bleibt, ist das ebenfalls in Ordnung. Es kann sich nicht immer genau ausgehen. Und ich schließe wieder in die dritte Luftmasche zur Runde und jetzt folgen wieder weitere 4 Reihen mit lauter Vs. Und dann, wenn ihr die gemacht habt, sehen wir uns wieder.
Bis bald. Willkommen zurück. Ich habe wieder 5 Reihen mit Faust gemacht und habe ab dem Armloch jetzt ca. 25 cm. Sollte es bei euch weniger sein, häkelt ihr noch eine oder mehrere Reihen mit Faust dazu und dann machen wir noch eine Reihe mit Noppen und danach noch eine Reihe mit festen Maschen. Wir machen jetzt also eine Reihe wieder mit Noppen und dann sehen wir uns wieder. Also wieder mit 3 Luftmaschen, genau gleich wie wir es bisher auch gemacht haben. Und wenn ihr rundherum gekommen seid, sehen wir uns wieder. Bis bald. Willkommen zurück. Ich bin wieder rundherum gekommen und schließe, also hier habe ich noch 3 Luftmaschen gemacht, schließe wieder in den Kopf der Noppe, häkle eine Kettmasche in den Luftmaschenbogen, eine Luftmasche und häkle wieder in jeden Bogen 4 feste Maschen und wir sehen uns am Ende der Runde wieder. Bis bald. Willkommen zurück. Ich schließe wieder mit einer Kettmasche in die erste feste Masche zur Runde, häkle noch eine Luftmasche, schneide den Faden ab, ziehe ihn durch und ziehe ihn fest. Und dann sehen wir uns bei den Armausschnitten wieder. Bis bald. Willkommen zurück. Wir machen jetzt gemeinsam die Armausschnitte. Die Armlöcher sind im Moment noch deutlich zu groß, vor allem bei den größeren Größen, aber das regeln wir jetzt. Wichtig ist, wo wir beginnen. Ich beginne unter der Achsel. Hier seht ihr diese Zwischenreihe mit Faust, die hier zwischen diesen beiden Kanten verläuft. Um dieses Stäbchen beginnen wir. Und zwar stechen wir um das Stäbchen herum, holen den Faden durch und machen einen Knoten eher auf der rechten Seite des Stäbchens. Knoten wir an. Den Faden könnt ihr gleich mit einhäkeln, diesen. Und dann häkeln wir zunächst, holen wir den Faden durch, holen eine Luftmasche und dann eine feste Masche und noch eine zweite feste Masche um dieses Querstäbchen herum. Dann kommen wir zur Luftmaschenkette. Beim anderen Armloch ist das dann natürlich umgekehrt, aber sonst genau gleich. Und um die Luftmaschenkette herum machen wir immer zwischen die Faust hinein 2 feste Maschen. Ihr braucht euch hier nicht abmühen und in die Maschen einstechen, sondern einfach immer in jede Lücke 2 feste Maschen. Und wie gesagt, den Faden häkle ich gleich mit ein. Und das machen wir jetzt, bis wir hier oben wieder bei dieser Zwischenreihe ankommen. Also die ganze Luftmaschenkette entlang machen wir jetzt immer 2 feste Maschen in jede Lücke. Und da oben sehen wir uns gleich wieder. Willkommen zurück. Ich bin sozusagen beim oberen Teil des Armlochs angekommen, da ist bei der Schulter oben. Und auch hier seht ihr wieder diese Zwischenreihe Faust und da machen wir wieder um das Stäbchen herum 2 feste Maschen. Und dann ist es ganz einfach, auf der Seite, wo die Stäbchen sind,
Da machen wir einfach in jedes Stäbchen eine feste Masche, bis wir wieder unter der Achsel ankommen, also bis zum runden Ende. Und da sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich bin rundherum gekommen und schließe in die erste, also in den Kopf der ersten festen Masche mit einer Kettmasche zur Runde. Und wie oft wir jetzt die nächste Reihe machen, hängt von der Größe eures Armlochs ab. Ich mache sie insgesamt 3-mal, aber ich mache alle Reihen mit euch gemeinsam. Aber ihr müsst zwischendurch nachmessen, wie groß das Armloch ist und ob euer Arm gut durchpasst. Ich beginne mit einer Luftmasche und beginne jetzt mit 2 zusammen abgemaschten festen Maschen. Das heißt, ich steche hier in die erste ein, hole den Faden durch, steche in die nächste ein, hole den Faden durch, habe jetzt 3 Fäden auf der Nadel und die masche ich gemeinsam ab. Das Ganze wiederhole ich noch einmal. Also noch einmal 2 zusammen abgemaschte feste Maschen und noch ein drittes Mal. So haben wir jetzt hier unter dem Arm schon 3 Maschen abgenommen. Den Rest der Runde brauchen wir nicht abzunehmen, sonst wälzt sich das Ganze. Wir häkeln jetzt rundum bis 4 Maschen vor Ende, also bis noch 4 Maschen übrig sind, bevor die Runde zu Ende ist. Und da sehen wir uns wieder. Bis bald. Willkommen zurück. Ich bin beinahe rundherum gekommen. 4 feste Maschen habe ich übrig gelassen und da häkle ich jetzt wieder jeweils 2-mal 2 zusammen abgemaschte feste Maschen und schließe dann hier in diese größere Masche, das ist die erste feste Masche, zur Runde. Und wie gesagt, falls bei der kleinsten Größe das Armloch schon klein genug ist, einfach noch am Schluss eine Reihe feste Maschen drüber häkeln ohne Abnahmen. Wir müssen noch einmal abnehmen. Ich beginne wieder mit einer Luftmasche und wieder 2 zusammen abgemaschten festen Maschen. Das Ganze wiederhole ich noch ein zweites Mal und noch ein drittes Mal. Häkle dann wieder lauter feste Maschen, bis wir beinahe rundherum gekommen sind. Und wieder lasse ich die letzten 4 Maschenköpfe noch unbehäkelt und da sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich bin beinahe wieder rundherum gekommen. Lasse auch hier 4 Maschen praktisch übrig und die häkle ich wieder als zusammen abgemaschte feste Maschen, also 2 zusammen abgemaschte feste Maschen, dann noch einmal 2 zusammen abgemaschte feste Maschen und schließe hier wieder in die erste feste Masche und ich mache, wie gesagt, das Ganze noch ein drittes Mal. Ihr müsst einfach schauen, wie oft ihr das machen müsst, bis das Armloch die richtige Größe hat. Also ich mache wieder eine Luftmasche, 2 zusammen abgemaschte feste Maschen, das Ganze 3-mal, 2-mal,
dreimal, häkle wieder rundherum und höre wieder 4 Maschen vorher auf und da sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich bin beinahe wieder rundherum gekommen und ihr seht schon, also dass das hier so aufsteht, das benötigen wir für die Schulter. Also das ist richtig so. Und jetzt habe ich noch 4 Maschen übrig, die häkle ich noch einmal als 2x2 zusammen abgemaschte feste Maschen, schließe zur Runde mit einer Kettmasche und wenn das Armloch die richtige Größe erreicht hat, dann häkle ich zum Abschluss noch eine Reihe feste Maschen ohne Abnahme, einfach in jede feste Masche der Vorrunde wieder eine feste Masche als Abschluss. Und wenn ich rundherum gekommen bin, sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich bin wieder rundherum gekommen, habe keine Abnahmen mehr gemacht in der letzten Reihe und ich schließe wieder mit einer Kettmasche zur Runde, häkle noch eine Luftmasche, schneide den Faden ab, ziehe ihn heraus und ziehe ihn fest und mein Armloch hat jetzt, wenn man es so misst, circa 23 bis 24 cm noch. Aber das hängt natürlich von der Größe der Jacke ab, wie groß ihr sie gemacht habt. Am besten auch zwischendurch einmal anprobieren. Und damit heißt es nur noch Fäden vernähen und dann ist unsere Kreisweste fertig. Liebe Häkelfreunde, ich bedanke mich wie immer ganz herzlich fürs Zuschauen, wünsche euch Freude und Spaß beim Nacharbeiten und vor allem beim Tragen dieses tollen Stücks. Und mein nächstes Video ist schon in Arbeit. Eure Karin aus dem Ländle.